Für den Aufbau bzw. für die Halterung vom Kabelschlepp wird das Teil und das Teil rausgeschnitten und halt zusammengesteckt und geschweißt. Wird dann die Halterung fürs Kabelschlepp von der langen Achse am Rahmen. Für die Montage vom Kabelschlepp muss man halt sich aussuchen, ob man es auf der linken oder rechten Seite haben will. Oder auf welcher Seite das man es haben möchte. Ich habe jetzt die Seite hier gewählt. Das heißt, ich habe hier jetzt M6 Gewinde in diese beiden Löcher reingeschnitten, damit dann eben der Halter dann montiert werden kann. Und ja, den muss ich auch noch zusammenschweißen. Dann wird einmal hier dann das Kabelschlepp befestigt und hier unten an der Wange. Ich schweiße jetzt den Halter für das Kabelschlepp zusammen, und da ich den ja hier auf die linke Seite mache, kommt das Teil so hin, dass der Rechteckausschnitt oben ist, also oberhalb von der Mitte, und die Löcher hier quasi links, und dann kommt das Ganze so rein. Das werde ich jetzt zusammenschweißen und mal anschrauben. So, der Halter für die Schleppkette ist jetzt montiert und die Schleppkette gibt es in 1 Meter, oder ich habe sie in 2x1 Meter Teilen bestellt. Die werde ich jetzt auf die Länge anpassen und mal hier montieren und hier montieren. Das Kabelschlepp ist jetzt montiert. Ja, also es gibt wirklich Schöneres, als so ein Kabelschlepp zu zerlegen und zusammenzubauen. Das ist jetzt einmal hier mit diesen 4 langen Schrauben montiert. Und da das gleiche. Ja, also hier ist jetzt keine Unterstützung auch drunter. Da weiß ich nicht, ob es das braucht. Da kann man ja noch irgendwie einen Halter hinmachen. Aber mal gucken. Jo, fertig.